Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber ich habe die Angewohnheit heute noch, dass ich meinen Hund jedes Mal, wenn er so ein großes Geschäft verrichtet, ja, überschwänglich lobe. Das ist ein Überbleibsel aus der Zeit der Erziehung zur Stubenreinheit. Sie wissen schon, in dieser Zeit loben wir unsere Hunde überschwänglich, wenn sie ihr Geschäft außerhalb des Wohnbereichs verrichten. Viele haben sich das beibehalten. Ich gehöre da auch dazu. Und als ich heute mit meinem Hund im Wald herumzischte und er eben sein großes Geschäft verrichtete, lobte ich ihn auch dieses Mal so wie üblich, indem ich sagte: braver Bur, du bist der beste Stinker. Ja, er humpelt dann immer fröhlich und stolz: ich bin der beste Stinker. Doch in diesem Moment kam ein Ehepaar ums Eck und mir kam sofort so vor, ja, als hätten die da ein Problem damit, also mit dieser Aussage, wieso sagt er zu seinem Hund, er ist der beste Stinker. Ne? Also die hatten scheinbar noch nie einen Hund gehabt oder ja, die kamen mit dieser Aussage nicht zurecht und ich war in dem Moment auch sprachlos, konnte mich nicht erklären. Ich will Ihnen damit eigentlich nur sagen, wenn Sie auch so ähnlich funktionieren wie ich bei diesem Thema, dann seien Sie sich immer bewusst, Sie könnten dabei ertappt werden. Ja, das wollte ich nur sagen. Doch es gibt ja viele Dinge, die uns Hundebesitzer vereinigt. Denn genauso wie vorher bin ich mir auch jetzt sicher, dass es viele von Ihnen gibt, die oftmals in eigener Sprache mit ihren Hunden kommunizieren. Und ich verwende da manchmal eine Sprache, die auf der Welt nur zwei Lebewesen verstehen. Das ist mein Hund und meine Frau. Diese Sprache hört sich manchmal so an, als wäre sie aus der Antike und schon ausgestorben oder eine Sprache, die nie existiert hat. Ja, ist so. Außerdem hat ja mein Hund auch nicht nur einen Namen, sondern geschätzt 3.500. Und seinen echten Namen hört er zumeist nur dann, wenn ich ihn von irgendwo zurückrufen muss oder wenn ich etwas strenger mit ihm plaudern muss. Ja, aber das sind eben so Dinge, die uns Hundebesitzer miteinander verbinden. Unsere Hunde sind eben die besten. Doch nun zum heutigen Video. Ich möchte Ihnen hier und heute ein knackiges Vergleichsvideo präsentieren und zwei Bulldoggen ins Rennen werfen. Ja, ich sagte gerade zwei Bulldoggen, obwohl Sie am Thumbnail einen deutschen Boxer und einen Continental Bulldog sehen. Doch liebe Zuseher, der deutsche Boxer ist ein purer, waschechter Bulldog. Und würde dieser Hund heute deutsche Bulldogge heißen und nicht deutscher Boxer, wäre das auch nicht falsch. Nein, ich möchte keine Blasphemie betreiben im Lager der deutschen Boxerfans. Der Name deutsche Boxer ist schon in Ordnung und wunderschön, doch deutsche Bulldogge wäre auch hübsch. Weshalb ich dieser Meinung bin, werde ich jetzt gleich erklären, indem ich kurz mal die Geschichte bei der Hunderasse ankratze, bevor wir zum Vergleich kommen. Brabanter und Danziger Bären und Bullenbeißer waren die hauptsächlichen Vorfahren des deutschen Boxers. Doch auch der English Bulldog spielte eine ganz große Rolle bei der Entstehung dieses schönen Hundes. Damals, als diese herrschaftlichen Jagden noch in waren, wo diese Leute auf Pferden Wildschweine jagten, hatten die ja ständig ihre Catchdogs, Saubacker, Hatz, Rüden mit. Und die direkten Vorfahren des deutschen Boxers spielten hierbei eine große, wichtige Rolle. Irgendwann mal wurden diese Jagden verboten und das Einsatzgebiet des deutschen Boxers verringerte sich. So fand man ihn danach zumeist bei Metzgern, aber auch als Kampfhund bei diesen Jahrmärkten, wo er mit Vorliebe als Kampfhund missbraucht wurde und zum Einsatz kam beim Bullenbeißen, beim sogenannten Bullbaiting hat man in England dazu gesagt, wo die Hunde die Bullen an der Nase packen. Der deutsche Boxer ist ein waschechter Bulldog. Das ist so. Heute ist der deutsche Boxer ein sehr beliebter Familien- und Begleithund, ein Top-Gebrauchshund, war lange Zeit ein sehr beliebter Diensthund bei Polizei und Militär, wurde aber immer mehr von den Schäferhunderassen als Diensthund abgelöst. Das hat den Grund, dass die Schäferhunderassen weitaus wetterfester sind, als es der deutsche Boxer ist. Wenn es sehr kalt ist, kann der deutsche Boxer Probleme bekommen. Ein Diensthund muss wetterfest sein, das war der Hauptgrund. Tauchen wir ganz kurz mal ein in die Geschichte des Continental Bulldogs. Bei dem war es so, dass vor nicht allzu langer Zeit Schweizer Hundefreunde das Ziel entwickelten,
einen Hund zu erschaffen, der die Optik dieser alten englischen Bulldoggen vorweist. Sie wissen schon, wenn Sie so alte, ursprüngliche English Bulldogs sehen, auf Stichen oder auf Gemälden aus dem 18. und 19. Jahrhundert, waren das Hunde absolut leistungsfähige Arbeitsbulldoggen. Also die sahen nicht so aus wie die heutigen English Bulldogs, welche eher optisch eine Karikatur des ursprünglichen Bulldogs darstellten. Das waren hochläufigere, schlankere, aber dennoch extrem muskulöse, bewegliche, starke Bulldoggen, die damals schon recht kurzen Fang vorwiesen, aber alles noch nicht in der Art extremen Form, wie es zum Beispiel der heutige English Bulldog vorweist. Ja. Also das Ziel dieser Leute war, einen Hund zu erschaffen, der in die Richtung dieser ursprünglichen Bulldoggen hineingeht. Also begannen die ein Zuchtexperiment mit verschiedenen Bulldog-Schlägen und das Ergebnis, was diese Leute erzielten, diese Schweizer, das möchte ich als sehr beeindruckend bewerten, wenn ich das so sagen kann. Denn die erschufen tatsächlich einen Hund, der diesen alten ursprünglichen Bulldogs optisch gefährlich nahe kommt. Allerdings nur optisch, denn charakterlich unterscheidet sich der von diesen Bulldoggen extrem. So ähnlich er diesen alten englischen Bulldoggen ist, völlig anders ist er charakterlich. Doch auch das war gewollt, denn diese Schweizer Hundeexperten, die wollten den optimalen Familienhund erschaffen. Also nahmen sie alles an Feuer, an Kampfeslust, das es gibt, aus diesem Hund, so gut es ging, heraus. Und das glückte ihnen mehr oder weniger auch, denn der Continental Bulldog gilt heute als sehr sanftmütiger Muskelprotz. Das ist ein Athlet, ein kleiner, bulliger, starker Bulldog, der ein absolut sanftmütiges Wesen vorweist. Also, ich ziehe hier meinen Hut vor diesen Leuten, die haben mit diesem Hund eine absolut tolle Hunderasse erschaffen. Der Continental Bulldog ist eine sehr junge Hunderasse und noch nicht lange von der FCI als Hunderasse anerkannt. Auch er ist heute sehr beliebt als Begleit- und Familienhund. Weshalb möchte ich die beiden heute miteinander vergleichen? Schauen Sie, liebe Zuseher, ich bin davon überzeugt, dass sowohl der Deutsche Boxer als der Continental Bulldog dasselbe Spiel spielen. Das sind keine Zwillinge, aber von der Ferne kann man sie miteinander verwechseln. Ist mir vor etwa 10, 12 Jahren geschehen. Und das erzähle ich am Schluss. Die spielen auf jeden Fall dasselbe Spiel. Beide haben einen typischen Bulldog-Kopf, beide sind absolut muskulös, athletisch gebaut, lange Rute, Schlappohr. Der Continental Bulldog etwas kleiner als der Deutsche Boxer, aber absolut ähnliche Optik. Sie unterscheiden sich charakterlich, da gehen wir dann gleich beim Vergleich ins Detail, aber die spielen dasselbe Spiel. Und ich bin mir sicher, wenn Sie sich von der Optik eines deutschen Boxers angezogen fühlen, gefällt Ihnen auch ein Continental Bulldog und umgekehrt genau das Gleiche. Also davon gehe ich aus. Aber sie haben völlig verschiedene Charaktere. Deswegen denke ich mir, ist es nicht schlecht, hier ein Vergleichsvideo dieser beiden zu bringen, um mal zu schauen, wie weit die sich charakterlich voneinander unterscheiden und was sie sich miteinander teilen. Also legen wir mal los und ich beginne gleich mal mit der Größe. Der Deutsche Boxer ist ein übermittelgroßer Hund und erreicht laut Standard maximal 63 cm Schulterhöhe. Ich sah schon deutsche Boxerrüden mit knapp 70 cm, aber das ist außerhalb des vorgeschriebenen Standards. Im Schnitt pendeln die sich etwas unterhalb von 65 cm ein und sind somit schon bald große Hunde. Also ein übermittelgroßer Hund. Hier kann der Continental Bulldog nicht mithalten. Der erreicht Schulterhöhen bis maximal 50 cm. Es mag Continental Bulldogs geben, die etwas größer werden, aber die Größe des Boxers erreicht der Continental Bulldog nie. Also Kategorie Größe geht ganz klar an den Deutschen Boxer. Gewicht. Hier sieht es etwas ähnlich aus. Deutsche Boxer erreichen laut Standard bis 35 Kilo. Ich sah schon schwerere Rüden mit knapp 40 Kilo, aber ich sag mal, die pendeln sich unterhalb von 40 Kilo ein. Maximal Hündinnen werden selbstverständlich etwas leichter und sind somit etwa 10 Kilo schwerer als der Conti. Der Continental Bulldog erreicht laut Standard maximal 30 Kilo. Auch hier wird es schwerere Hunde geben.
Aber generell ist der Continental Bulldog kleiner und auch leichter als der deutsche Boxer. Also auch die zweite Kategorie geht ganz klar an den deutschen Boxer. Fell. Hier sind beide Hunderassen, wenn ich das so sagen kann, ident. Sowohl der deutsche Boxer als auch der Continental Bulldog, sind klassische Kurzhaarhunde mit so gut wie keiner Unterwolle. Also die Fellpflege ist überhaupt kein Problem bei diesen zwei schönen Hunden. Das, ja, wie gesagt, sind kurzhaarige Hunde, relativ leicht zu pflegen. Hier kann es keinen Gewinner geben. Deswegen Kategorie Fellpflege, ja, absolut unentschieden. Ja. Kategorie Leistungsfähigkeit. Schauen Sie, der Continental Bulldog ist, wenn ich hier von Hunden sprechen kann, die den Beinamen oder den Namen Bulldog tragen. Für mich eine der 3 leistungsfähigsten Bulldoggen auf der Welt. Sprechen wir vom Mallorca Bulldog, vom American Bulldog und nehmen wir den Continental Bulldog her. Also wenn es um Hunderassen geht, die den Namen Bulldog im Rassenamen tragen, würde ich sagen, ist der Continental Bulldog eine der 3 leistungsfähigsten Bulldog-Rassen der Welt. Aber beim Thema Leistungsfähigkeit kann der Continental Bulldog dem deutschen Boxer nicht das Wasser reichen. Der deutsche Boxer ist schneller, explosiver, beweglicher, er ist ausdauernder. Der deutsche Boxer ist, und das steht außer Frage, der leistungsfähigere Hund. Ich möchte aber nochmal wiederholen, dass der Continental Bulldog ein sehr starker, beweglicher, schneller Bulldog ist. Doch mit dem deutschen Boxer hat er hier einen undankbaren Gegner, denn ich würde den deutschen Boxer, wenn es um die Leistungsfähigkeit geht, ins erste Drittel aller Hunderassen verschieben, möchte ich mal sagen, während ich den Continental Bulldog hier ins zweite Drittel geben möchte. Ja, also mit dem deutschen Boxer hat er hier einen undankbaren Gegner. Deswegen würde ich sagen, Leistungsfähigkeit, obwohl der Continental Bulldog nochmal wiederholt ein leistungsfähiger Hund ist, schlägt ihn hier ganz klar der Boxer, also diese Kategorie deutscher Boxer. Kategorie Bewegungsdrang, Triebigkeit. Der deutsche Boxer ist mit Sicherheit triebiger als der Continental Bulldog. Der Continental Bulldog ist keine Schlaftablette, mit Sicherheit nicht. Aber der deutsche Boxer schlägt ihn auch hier. Der deutsche Boxer ist der bewegungsfreudigere Hund, der mehr Bewegungsbedarf hat. Auf jeden Fall, also das steht hier außer Frage. Der Conti ist hier etwas ruhiger, davon bin ich überzeugt. Deswegen geht auch die Kategorie Bewegungsdrang an die deutsche Bulldogge. Wach- und Schutzhund. Der deutsche Boxer ist eine der 9 Gebrauchshunderassen. Alle 9 Gebrauchshunderassen haben ausgeprägten Wach- und Schutztrieb. Das wissen wir. Das Einzige, das ich den deutschen Boxer angreifen kann, ist, dass er vielleicht im Vergleich zu den anderen 8 Gebrauchshunderassen beim Thema Schutz vielleicht eine Sekunde länger zögert, bevor er sich dazu entschließt, zu schützen. Ich sage das, weil ich es schon oft gesehen habe. Ich hatte mit sehr vielen deutschen Boxern zu tun. Das waren alles gute Schutzhunde. Aber im Vergleich zu Dobermann, Rottweiler, Deutscher Schäferhund und Co. zögerten die immer einen Augenblick länger. Das ist überhaupt nicht schlimm, denn genauso wie ihre 8 Kameraden entschlossen die sich auch immer dazu zu schützen. Aber etwas später. Abgesehen davon ist er dennoch ein effektiver, fantastischer Wach- und Schutzhund. Das kann man vom Continental Bulldog nicht sagen. Der Continental Bulldog, es mag den einen oder anderen Vertreter dieser Rasse geben, der hier hervorsticht. Doch bei diesen Vergleichsvideos vergleiche ich immer Vertreter von Hunderassen, welche den optimalen Rassestandard sowohl anatomisch als auch charakterlich vertreten. Und wenn man hier beim Continental Bulldog von einem optimalen Vertreter seiner Rasse ausgeht, dann ist er mit Sicherheit beim Thema Wach- und Schutzhund dem deutschen Boxer haushoch unterlegen. Deswegen ganz klare Sache für mich. Wach- und Schutzhund, der bessere, der deutsche Boxer. Thema Hundesport.
Hundesport ist eine Kategorie, die sehr groß ist. Besteht ja nicht nur aus dem Gebrauchshundesport. Es gibt so viele Themen im Bereich Hundesport, doch hier kann der deutsche Boxer alles besser als der Continental Bulldog. Er ist der bessere Gebrauchshund, er wäre sogar besser geeignet für Agility, etc. 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 Schauen Sie, der Continental Bulldog ist ein sportlicher kleiner Molosser, ein sportlicher Bulldog, das ist er. Aber das sind alles Kategorien, in denen der deutsche Boxer glänzt, in diesem Vergleich. Das ist leider so und da müssen wir bei der Wahrheit bleiben, und wenn ich den Continental Bulldog hier mit dem deutschen Boxer in diesen Kategorien vergleiche, dann muss er hier halt dem Boxer gegenüber Abstriche machen. Ich würde sagen, der Continental Bulldog ist ein geeigneter Sporthund, gar keine Frage, aber der weit geeignetere Sporthund ist der deutsche Boxer. Also auch diese Kategorie geht an den deutschen Boxer. Und jetzt kommen wir zur Wohnungshaltung, und das ist eine Kategorie, wo der Continental Bulldog glänzen kann. Schauen Sie, auch der deutsche Boxer ist fantastisch zu halten in der Wohnung. Das ist kein Riese, der ist nicht übermäßig triebig. Er ist zwar wachsam und wird anschlagen, wenn er etwas hört, aber er ist nicht ständig in der Wohnung unterwegs wie ein kleiner, feuriger Terrier zum Beispiel. Dennoch würde ich sagen, bin ich mir sicher, dass man einen deutschen Boxer in der Wohnung eher spürt als einen Conti. Der Conti ist weniger triebig, er hat bei weitem nicht so stark ausgeprägten Wachtrieb wie der deutsche Boxer. Das bedeutet, er wird höchstwahrscheinlich weniger oft anschlagen, wenn irgendwas ist, deshalb weniger oft aufspringen und zur Tür laufen und so weiter und so fort. Der Continental Bulldog ist kleiner als der deutsche Boxer. Das gepaart mit weniger Triebigkeit und so weiter benötigt weniger Platz. Ich gehe davon aus, ich bin sicher, dass der Continental Bulldog zu Hause etwas weniger auffällt. In kleinerer Wohnung als ein deutscher Boxer. Deswegen würde ich behaupten, obwohl der deutsche Boxer genauso geeignet ist für die Wohnung, ist hier der Continental Bulldog etwas im Vorteil. Und die Kategorie Wohnungshaltung gewinnt hier für mich der Continental Bulldog. Thema Familienhund. Das ist höchstwahrscheinlich die undankbarste Kategorie, denn wenn hier eine Hunderasse in dieser Kategorie gegen die andere verliert, ja, dann ist das irgendwie oftmals, für mich ist das irgendwie dann oftmals, als würde ich eine Beleidigung gegen die Hunde aussprechen, welche sie besitzen, die hier verloren haben. Sie verstehen schon, was ich meine. Ich drücke mich manchmal so kompliziert aus. Aber schauen Sie, ich möchte es vielleicht so erklären. Es gibt ja weit über 400 offiziell anerkannte Hunderassen und mir würde jetzt Standardpede nicht eine einfallen, die nicht familientauglich ist. Eigentlich ist jeder Hund familientauglich, wenn man ihn richtig erzieht. Aber es gibt eben Hunde, die noch etwas familientauglicher sind als andere. Ja. Ist so. Ja. Sehen Sie es aus dieser Sicht. So kann ich es vielleicht erklären. Also gehen wir mal zur Familientauglichkeit. Schauen Sie, der deutsche Boxer ist ein Top-Familienhund. Und der deutsche Boxer ist weltweit berühmt für seine Kinderliebe. Es gibt nur ganz wenige Hunderassen, die ihn beim Thema Kinderliebe schlagen könnten. Ich spreche hier von American Bull Terrier, Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier und American Staffordshire Terrier, damit ich ihn nicht vergesse. Aber er ist hier sehr schwer zu schlagen. Das ist ein absoluter top, liebevoller, verspielter, verschmuster Familienhund. Und wenn der in dieser Kategorie gegen einen anderen Hund verliert, dann können Sie sich vorstellen, wie familientauglich dieser andere Hund ist. Denn ich würde sagen, dass obwohl der deutsche Boxer ein fast unschlagbarer Familienhund ist, schlägt ihn der Continental Bulldog in dieser Kategorie um einen Zentimeter. Denn genauso lieb zu Kindern wie der deutsche Boxer ist auch der Conti. Auch der Conti ist verschmust, ein Clown, absolut zum Zerbröseln zu Hause. Doch gleichzeitig ist der Conti gedämpfter als der deutsche Boxer, ruhiger. Er ist etwas weniger knackig als der deutsche Boxer zu Hause. Und deswegen würde ich sagen, wenn es hier einen Gewinner geben muss, und ich möchte hier kein Unentschieden ausgeben, und der Conti hat hier sowieso schon des Öfteren den Kürzeren gezogen, würde ich sagen, ja. Die Kategorie Familientauglichkeit gewinnt für mich ganz, ganz knapp der Continental Bulldog.
Jetzt werfe ich hier mal eine neue Kategorie ins Rennen, bevor wir zur letzten kommen, und das ist die Kategorie Seltenheit. Früher habe ich öfter deutsche Boxer gesehen als heute, das gebe ich ehrlich zu. Also scheinbar lässt hier die Nachfrage nach, was ich eigentlich schade finde. Vielleicht hat das mit der angeschlagenen Gesundheit dieser Rasse zu tun, denn ich hörte öfter als mir lieb ist in letzter Zeit von Besitzern deutscher Boxer, dass die gerne mal kränkeln, Herz, Nieren und so weiter. Ja, weiß ich nicht. Ja. Aber schade, denn jedes Mal, wenn ich einen deutschen Boxer sehe, freue ich mich sehr. Continental Bulldogs allerdings habe ich erst zweimal in meinem Leben getroffen. Einen vor etwa 10 bis 12 Jahren und einen anderen vor nicht allzu langer Zeit, zwei davon auf einer Strecke, die ich gerne mit meinem Hund gehe. Ich würde sagen, dass aktuell noch der Continental Bulldog der seltenere Hund ist. Wie lange das so bleibt, kann ich nicht sagen. Aber aktuell würde ich sagen, ist der Conti noch die seltenere Hunderasse als der deutsche Boxer. Sie werden weltweit höchstwahrscheinlich öfter auf deutsche Boxer als auf Continental Bulldogs treffen. Das heißt, die Kategorie Seltenheit gewinnt hier für mich der Continental Bulldog. Und jetzt kommen wir zur Kategorie Ersthundetauglichkeit. Auch diese Kategorie finde ich als extrem undankbar, denn schauen Sie speziell in diesem Vergleichsvideo. Der deutsche Boxer ist für mich der tauglichste der neuen Gebrauchshunderassen, wenn es um die Ersthundetauglichkeit geht. Aber der Continental Bulldog funktioniert ähnlich wie der deutsche Boxer, doch alles gefiltert. Deutsche Boxer können, ja, ich meine, ich sah schon so viele deutsche Boxer, die absolut locker drauf sind, wenn sie auf fremde Hunde treffen, egal ob gleichgeschlechtlich oder nicht, wenn sie mit fremden Menschen in Kontakt kommen, wenn sie Besuch bekommen zu Hause von fremden Menschen. Ich sah schon viele deutsche Boxer, die das absolut locker hinnahmen. Ich sah aber auch schon einige deutsche Boxer, die hatten Ecken und Kanten, die gaben Gas, wenn da ein Rüde einen anderen Rüden sah von der Weite, rotierte der oder war kaum zu beruhigen, wenn Besuch kam, den er nicht kannte. Also deutsche Boxer können schon fest Feuer entwickeln. Der Continental Bulldog wieder gilt hier schon, also in die Richtung ruhig, ausgeglichen, liebevoll, schon ziemlich gefestigt, ja, was also den Standard betrifft. Also hier haben wir schon sehr viele Vertreter dieser Rasse, soweit ich weiß, die hier total ruhig und gedämpft daherkommen. Noch das jetzt gepaart mit weniger Gewicht, weniger Größe, weniger Triebigkeit, ja, ergibt für mich einen Hund, der als Ersthund tauglicher ist. So möchte ich das vielleicht erklären. Der deutsche Boxer ist für mich ein Hund, der als Ersthund in Frage kommt, obwohl das ein kräftiger, manchmal doch kantiger Bursche ist. Ja. Dennoch ist der deutsche Boxer für mich ein Kandidat als Ersthund. Wenn Sie sich etwas einlesen, interessieren, toller Hund. Ja. Doch der bessere Ersthund ist für mich der Continental Bulldog. Also diese Kategorie gewinnt der Schweizer. Dann sind wir hier fertig. Sehen wir unter den Strich. Schauen Sie, der deutsche Boxer ist eher etwas für Hundesportler. Also wenn Sie Gebrauchshundesportler sind, wenn Sie es abgesehen haben auf einen tollen, lernfähigen, Wach- und Schutzhund, Gebrauchshund etc. etc., der absolut kinderlieb ist, in der Familie aufgeht, absolut loyal ist, das Erscheinungsbild eines Bulldogs hat, dann ist der deutsche Boxer etwas für Sie. Sind Sie ein Mensch, der sich eher weniger auf den Gebrauchshundesport abgesehen hat, eher nur einen Begleiter sucht, der da etwas lockerer unterwegs ist, wenn es zum Thema Besuch fremder Leute kommt, aber ebenfalls extrem kinderlieb ist, etwas ruhiger ist bei Begegnungen eventuell mit gleichgeschlechtlichen Hunden, doch etwas führiger ist, ja, Top-Familienhund ist, dann könnte der Continental Bulldog für Sie in Frage kommen. Ja. Also ich habe meinen ersten Continental Bulldog gesehen vor etwa 10, 12 Jahren, da waren wir einkaufen, meine Frau und ich, und von der Ferne dachte ich mir, was kommt da für ein Boxer? Der war rot mit weißer Pläste, also dieses Rotbraun, was auch die Boxer sehr gerne besitzen. Als er näher kam, fragte ich die Dame,
das ist aber kein deutscher Boxer, oder? Und sie sagte, nein, das ist ein Conti, ein Continental Bulldog. Und da sah ich das erste Mal einen Conti und ich war begeistert von dem Hund. Ich schätze ihn so auf knapp 50 cm Schulterhöhe, aber das war ein ziemlicher Knochen. Gut beieinander, bemuskelt. Ein wunderschöner Hund mit ganz typischen Bulldog-Kopf. Hat mir unheimlich gut gefallen. Und deutsche Boxer traf ich schon zuhauf. Ich liebe diese Hunde und 2 deutsche Boxermädchen waren meine besten Freundinnen, als ich noch zur Schule ging. Die habe ich jeden Tag auf meinem Schulweg getroffen. Die freuten sich immer, wenn sie mich sahen und umgekehrt war es auch so. Ich freute mich auch immer, wenn ich die sah. Wenn Sie mich jetzt fragen, für welchen dieser beiden Hunderassen ich mich entscheiden würde, schauen Sie, ich bin ein alter Hundesportler. Für mich, das ist ganz klar. Ja, also, obwohl mir der Continental Bulldog unheimlich gut gefällt, tendiere ich eher zu Hunden, die Wach- und Schutztrieb besitzen, deutscher Boxer, zu Hunden, die sich sehr gut für den Gebrauchshundesport eignen, deutscher Boxer. Also fällt mir hier die Wahl nicht schwer. Allerdings gebe ich zu, dass diese Wahl sehr, sagen wir, schwierig werden könnte für Menschen, die es nicht auf Gebrauchshundesport abgesehen haben, die nicht darauf reflektieren, unbedingt einen Wach- und Schutzhund zu besitzen. Also hier kann es wirklich unheimlich schwer werden, da beide Hunderassen wahnsinnig tolle Hunde darstellen. Beides echte Bulldogs, wobei ich sagen muss, dass hier beim Begriff echter Bulldog, beim Continental Bulldog eher die Optik im Vordergrund steht und der Charakter, die technisch eher weniger den Bulldog darstellt. Ja, mit Sicherheit schlummert auch im Conti ganz tief drinnen noch dieser Mut, diese Kampfeslust der Bulldoggen, denn man sagt ja einmal, also ein Bulldog ist ein Bulldog, sagt man. Ja. Aber beim deutschen Boxer kommt dieser Bulldog oder kann dieser Bulldog schon weit häufiger vorkommen. Ja. Also wie gesagt, ich würde mich für den deutschen Boxer entscheiden und hier höchstwahrscheinlich für einen gestromten. Sie wissen oder vielleicht wissen Sie es noch nicht, aber speziell bei Molosiden oder Bulldog-artigen Hunderassen, auch bei Bull-Terrier-artigen Hunderassen gefällt mir die Farbe gestromt unheimlich gut. Ja, also, obwohl sie rot mit Blässe auch wunderschön sind. Aber bei mir käme höchstwahrscheinlich ein gestromter. Aber über das denke ich gar nicht nach. Mein Hund ist jetzt 4 Jahre alt und ich hoffe, er lebt ewig. Ja, liebe Zuseher, das war's mit dem Vergleich dieser beiden Bulldoggen, 2 herrliche Hunde. Der eine eher für Hundesportler, der andere eher für Leute, die Hundesport nicht interessiert, die nur so einen Begleiter suchen. Aber beides sind Hunde für Bulldog-Fans. Schweizer Bulldog, deutscher Bulldog. Ja, hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Würde mich selbstverständlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt, liebe Zuseher, wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schön.